Herzlich willkommen zu unserer Videoserie über den Blade 10 E-Scooter. Heute zeige ich euch, welches Werkzeug man braucht, um den Scooter zu warten und zu installieren. Und dann gehen wir Schritt für Schritt durch, welche Steps man machen muss für das Setup. Das heißt, was wie montiert wird, wie man auspackt und so weiter. Legen wir gleich los. Was brauche ich alles an Werkzeug, um den Blade 10 zu installieren? Als erstes mal zeige ich euch, was mitkommt. Ja. Es gibt hier dieses Toolset mit verschiedenen Sechskantschlüsseln und hier noch ein paar andere Außen-Sechskant sozusagen, ja, um Sachen zu installieren. Ein kleiner Kreuzschraubenzieher, Schlitzschraubenzieher und ein paar auch andere Außensechskant. Ja. Also damit kann man ein bisschen was machen. Dazu kommt hier ein 14 mm auch Sechskantschlüssel, der wird für die Blinker benötigt. Ein kleiner, winziger, süßer Kreuzschraubenzieher, der ist ein absoluter Mist und wird verwendet standardmäßig, um die Kotflügel zu montieren. Ja, da gibt es kleine Kreuzschrauben, mit denen man die Kotflügel montiert. Dann kommt dazu noch so ein kleiner M5 Stahl, nicht Edelstahl, das ist ein Stahlschrauben, ein verzinkter. Und der ist als Feststellschraube gedacht für den Faltmechanismus. Wenn man den nicht verwenden möchte, das heißt nicht oft faltet, dann kann man das Ganze noch etwas stabiler machen. Hier gibt es ein paar Abdeckkappen, die werden verwendet für die Radmuttern, um das etwas schöner aussehen zu lassen. Wir verwenden die typischerweise nicht. Wenn man die jetzt einfach draufgeben würde, fallen die auch wieder runter. Das heißt, man muss es mit irgendeinem zum Beispiel Silikonkleber oder so befestigen. Was noch dabei ist, ist ein Ladegerät. Es steht drauf 67,2 Volt und 2 Ampere als Ausgang. Ja. Also es ist ein 60 Volt Scooter und 60 Volt Scooter sind vollgeladen mit 67,2 Volt und leer rund mit 48 Volt. Mit diesem 2 Ampere Ladegerät und dem 21 Ampere-Stunden Akku, was es ungefähr ist, braucht man daher, ich sage mal 10,5, 11 Stunden, um das Ganze vollständig zu laden. Es dauert immer ein kleines bisschen länger, als wie man sich ausrechnen würde. Was verwenden wir dann noch zusätzlich gerne an Werkzeug? Einerseits mal zum Auspacken und zum Abschneiden von Kabelbindern, die irgendwo überstehen, einen kleinen Seitenschneider, ein Messer, ein Stanley-Messer. Dann noch hier alternativ zu diesem Ding hier, ja, man kann es verwenden, aber wirklich praktisch sind beispielsweise diese längeren Sechskant-Imbusschlüssel oder auch als weitere Alternative dazu, was ich hauptsächlich dann verwende, wenn ich unterwegs bin auch, ja, das ist dann dieser Teil davon, so ein Vera Hex Plus Innen-Sechskant-Set. Das ist einfach die wesentlich bessere Variante von irgendwelchen günstigen Sets, die halten ewig und das reicht an sich schon. Diese hier sind aber praktischer, weil man mit einer Ratsche gemeinsam dann einfach sehr viel schneller Sachen auf- oder zumachen kann. Also das ist etwas, was ich oft daheim in der Werkstatt verwende, wenn ich irgendwas mache, zusammen mit denen und unterwegs habe ich dann einen Teil dieser Sets mit, um schnell irgendwas umändern zu können, wenn mir gerade irgendwas auf den Nerv geht oder etwas locker wird. Was man noch unbedingt braucht, was ich gleich herzeige, verschiedene, das kann irgendeine Xiaomi-Pumpe, das kann sonst irgendeine Pumpe sein, vollkommen egal. Ich verwende, wenn ich unterwegs bin, diese kleine Luftpumpe, weil die einfach nur einen Bruchteil von dem wiegt. Ja. Das ist DeFi Pro Bike Tool, so eine ganz kleine, die innenliegend dann das Ventil hat. Damit kann man fast alle E-Scooter aufpumpen einerseits und das wiegt fast nichts, die habe ich normalerweise mit. Aber man braucht irgendeine Luftpumpe, egal welche, um einmal den Luftdruck zu überprüfen und aufzupumpen. Das ist am Anfang wirklich notwendig, auch zum ersten Setup. Was ich sehr praktisch finde, ein Bremsscheibenrichtwerkzeug. Kennen viel zu wenige Leute, wenn die Bremsscheibe irgendwo leicht verbogen ist, muss man nicht die Bremsscheibe wechseln. Ja, man könnte es wechseln, aber in den allermeisten Fällen ist es viel einfacher, wenn man damit die Bremsscheibe, die verbogen ist, einfach ein bisschen wieder zurückbiegt und man ist fertig. Ja? Dann braucht man nicht wechseln, braucht nicht irgendwo in so einer Werkstatt fahren und so weiter. Hier ein Alternativ zu diesen Dingen hier, ein Gabelschlüsselset. Ja? Gerade die kleinen Gabelschlüssel sind sehr praktisch, um an manche Schrauben ranzukommen.
Die größeren übrigens für die Radmuttern würde ich dann wiederum nicht verwenden, weil man damit einfach nicht genug Hebel hat, ja, sondern da braucht man dann, um so eine Radmutter aufzubekommen, eher sowas. Ja. Das hier ist eine große, fette Nuss von einem Schlagschrauber. Hier ein 60 mm, 60 cm, Entschuldigung, 600 mm Winkel, Verlängerungsarm sozusagen, ich muss mal schauen, wie das heißt, um diese Nüsse zu befestigen, und damit hat man dann wirklich viel Hebelarm. Also damit kann ich die Radmuttern öffnen, damit nicht. Ja, also im besten Fall sollten sich die damit gar nicht öffnen lassen, weil da ist Schraubenkleber drauf und die sollten eigentlich halten und sich gar nicht erst bewegen. Ja. Eventuell, aber das hat man dann meistens daheim als Ersatz für diesen mini-winzi kleinen Schraubenzieher, einen guten Kreuzschraubenzieher, um ein paar Sachen festzuziehen und zu befestigen. Braucht man nur am Anfang zum Einstellen, danach sollte das nicht mehr großartig notwendig sein. Was immer praktisch ist für kleine Lackschäden, das ist zum Beispiel der Duplicolor Lackstift in mattschwarz. Ja. Das ist was ich gerne verwende, trocknet schnell, blendet sich gut über den originalen Lack. Ein kleines bisschen sieht man es, aber es ist halbwegs okay. Jeder ähnliche Lackstift zur Lackreparatur wird wahrscheinlich aber auch funktionieren. Und ein Klassiker, Loctite 243, das ist die Variante, die mittelfest wird. Das heißt, als Schraubenkleber hält die Schrauben, dass sie sich nicht lösen, aber man kann es auch noch aufmachen. Es gibt dann noch den hochfesten, den bekommt man dann ohne viel Hitze nicht mehr auf. Und niedrigfeste, die allerdings nichts helfen. Also mittelfest, blau, Loctite 243 oder äquivalente, günstigere Produkte, das ist halt das Markenprodukt, würde ich empfehlen, um die Schrauben zu befestigen, die lose sind. Und hier, das sind zwei Hakenschlüssel, einmal in der Größe 45 bis 50. Man braucht, also es geht jeglicher 50 mm gängige Hakenschlüssel oder etwas ähnliches. Und hier einmal 58 bis 62, brauchen tut man eigentlich 60, aber das ist halt diese Spanne, wo der halt gerade drüber geht. Und das hier ist für die Hauptmutter von der Lenkung, die sozusagen die Lenklager und alles zusammenhält. Und das braucht man sehr selten. Das ist eigentlich eher für den, ich sage mal, für die Werkstatt oder für die Wartung. Und dieser hier, dieser kleinere mit dem 50er Durchmesser sozusagen, der für eine 50er Rundung gedacht ist, der ist wichtig, um die Federung einzustellen. Für den Fall, dass man die Einstellung ändern möchte. Muss nicht jeder, aber wenn ich es etwas weicher oder etwas fester haben möchte, dann brauche ich oder verwende ich am besten einen Schlüssel, einen Hakenschlüssel mit einem 50er Durchmesser. Und nicht zuletzt, das kann ich nur ganz dringend empfehlen, kann man auch irgendwelche anderen nehmen, egal ob jetzt günstig, teuer, wie auch immer. Wir verwenden oder ich verwende bevorzugt Orafol, die sind einfach wesentlich besser. Sie halten 10-mal so lange als irgendwelche günstigen China-Dinge. Also wenn ich die 5-mal draufklebe und wieder entferne und wieder draufklebe, halten die immer noch besser als die günstigen China-Reflektoren und zerteilen sich auch nicht in 17.000 Teile. Ja. Also in dem Fall gute Reflektoren, auch anzubringen, weil das einfach gesetzlich vorgesehen ist. Und mit dem Scooter keine mitkommen. Ja? Man kann einfach welche mitbestellen. Viele Leute haben einfach schon selber welche, darum kommen nicht standardmäßig welche mit und sind im Preis inkludiert, wenn man es dann vielleicht gar nicht braucht. Ja? Also Orafol ist meine Empfehlung. Es gibt aber auch andere gute, hochwertige, die gleichwertig sind. Jetzt zeige ich euch zuerst einmal, wie der Scooter verpackt kommen würde. Diese hier ist ausgepackt und zusammengebaut, aber ich sage mal, wie es ausschauen wird. Er liegt so drinnen in der Verpackung. Allerdings ist der Lenker noch nicht montiert, hier oben drauf. Die Kotflügel sind noch nicht angeschraubt. Der Kickstand ist noch nicht angeschraubt, weil er nämlich weit hineinstehen würde und einfach den Karton zerteilen würde an der Stelle. Haben wir schon mal gesehen bei anderen Scootern. Die Lampe ist nicht angeschraubt, das wird sich sonst einfach verbiegen und weggehen. Und die Blinker hängen noch langweilig herunter und sind auch noch nicht fest montiert, weil die sonst auch abbrechen würden im Karton oder wenn man es reintut. Ja. Es ist überall eine Schutzfolie drüber, auch einzeln diese Sachen eingewickelt, auch beim Display beispielsweise, damit dem nichts passiert. Ja. Was man als nächstes machen würde, ist am besten 2 Personen. Man kann ihn auch alleine rausheben, ja, also ich kann hier beim Griff nehmen und hier drunter, ja, jetzt ist hier da vorne
das Licht drüber, aber es geht dann noch etwas leichter, wenn das noch nicht montiert ist. Nehme ich ihn hier, hebe ihn hoch. Ja. Ich kann ihn so auch aus seinem Karton nehmen, aber das ist sehr vorübergebeugt und sehr unangenehm. Nehmt euch eine zweite Person, bittet irgendjemanden zur Hilfe, wenn ihr keine Freunde habt, bezahlt jemanden, dann habt ihr aber ein anderes Problem. Und ansonsten gemeinsam rausnehmen, irgendwo drauf stellen, so wie hier, auf einen Stuhl, auf irgendetwas in dieser Art. Man kann ihn nicht hinstellen, weil der Kickstand, der Ständer, noch nicht montiert ist. Und darum bitte vorab irgendwas suchen, sonst hat man in der Hand und kann ihn dann nur umfallen lassen. Schlechte Idee. Wenn der dann aufgestellt, also auf etwas draufgestellt ist, dann würde ich als allererstes einmal den Lenker hochstellen und das hier runtergeben. Ja. Das ist die Klemme, die Faltklemme. Und dann, das muss man noch nicht festschrauben zu diesem Zeitpunkt. Ja. Es geht nur darum, dass es einmal steht und zu der Zeit hängt auch noch der Lenker runter. Und das ist dann, was ich als nächstes angehen würde. Es sollten hier, dieser Teil, kann ich euch das zeigen, ja, sollte hier der Vorbauadapter, so nennt sich das, ja, und das alles hier oben schon montiert sein. Ich muss dann den vom Vorbauadapter vorne mit einem 4er Innen-Sechskant, die sind farbkodiert, da finde ich den schnell, ja, das aufschrauben, hier vorne, also diese Teile hier, die 4 Schrauben abschrauben, dann den Lenker mal draufgeben und locker festschrauben. Das heißt so, dass er sich nicht großartig bewegt, ja, aber ich muss das eventuell noch nach oben oder unten drehen, um das dann anzupassen. Und am besten macht man das dann, während man sich selber draufstellt und mal ausprobiert, welche Neigung für die Bremsen und für das Display brauche ich. Als Richtwert ist es so, dass das Ganze schon halbwegs zueinander passend montiert ist und es würde wahrscheinlich das Display dann leicht nach oben stehen und die Bremse mittelmäßig nach unten stehen. Das Display, wenn das sehr weit nach oben steht, sehr steil, dann muss ich auch die Hand so halten, um es zu bedienen, das Fingergas, und das ist sehr unangenehm. Es ist weit angenehmer, wenn das halbwegs flach ist von den Händen her, beziehungsweise die Bremsen, wenn man als natürliche Handposition, wenn das halt so runterschaut. Ja. Also es sollte auch möglichst wenig Unterschied zwischen Bremsen und Fingergas sein. Das ist normalerweise schon so voreingestellt. Ja. Als nächstes montieren wir hier hinten den Kotflügel. Ja. Das kann ich mit diesem kleinen Schraubenzieher machen, der hier leider... Es funktioniert, haben wir auch schon mal gemacht, aber guter Schraubenzieher. Ja, hier festschrauben auf den 4 Seiten, hinten und vorne. Da kann man nicht großartig viel falsch machen. Als nächstes, und dafür kann man dann durchaus dieses Werkzeug verwenden, das mitkommt, dieser 14er Gabelschlüssel, muss man die Blinker in ihre Löcher, die hängen da eh drinnen. Ja? Also mit dem Kabel in die Löcher hineinschieben und dann von innen, da müsste innen eine Mutter sein, die Mutter dann drauf, festdrehen mit der Hand und dann nochmal festziehen. Aufpassen, eine davon zieht man nach unten und eine nach oben fest. Man merkt das dann eh. Ja? Die Blinker würde ich empfehlen, das leicht diagonal in Richtung vom Winkel von diesem Trittbrett nach oben schauen, damit Autofahrer hinter einem und andere Fußgänger oder Radfahrer oder was auch immer das halbwegs sehen, weil die sind ja nicht auf 10 cm über dem Boden, sondern die sind meistens etwas höher. Ja? Also darum leicht diagonal, dann sollte das für alle halbwegs gut sichtbar sein. Was man noch festschrauben muss, ist hier diesen Kickstand. Als erstes hier dieser Teil hier, dieses L-förmige, der Anker oder diese Halterung ist schon festgeschraubt normalerweise. Ja. Für den Fall, dass es nicht wäre, braucht man hier dann einen 8er Gabelschlüssel, um da unten diese kleinen Sechskantschrauben hineinzudrehen. Den verwendet man genauso, um diese ja, hier und diese Halterung oder dann reinzugeben. Ja. Hier ist eine weitere Mutter drauf, also dieses Teil hier hält den Fuß sozusagen auf der richtigen Länge. Man könnte es rausschrauben, könnte dann die Länge variieren. Ja. Das müsste standardmäßig das ist glaube ich die kürzeste Einstellung. Das passt so. Ja. Hier schraube ich das hinein, also damit schraube ich es so mal rein und das ist eine Art Feststellmutter dann noch. Die kann ich dann mit einem 10er Schlüssel dann festdrehen. Ja. Hier kommt eine große Schraube durch
Und diese große Schraube hat einen 17er, praktisch braucht einen 17er Schlüssel. Mit der halte ich das Ganze insgesamt fest. Und darunter ist noch eine Plastikbeilagscheibe. Es gibt dann noch ein eigenes Video, wie man das Ganze zusammensetzt, das wir hier noch verlinken können. Wenn ich das alles fertig habe, muss ich diese Feder noch hier drüber ziehen. Und um die Feder hier dann drüber zu bekommen, gebe ich die klingt gut, gebe ich es auf einer Seite erst einmal drüber, den anderen Seite hake ich dann mit dem Gabelschlüssel ein und ziehe es drüber und lasse einfach los. Ja, das ist die bei weitem einfachste Variante. Das Licht hängt normalerweise hier unmotiviert rum. Ja, und ist verpackt. Ich würde das Ganze dann auspacken. Ich ziehe hier ein kleines bisschen, wenn nötig, ja, ich probiere jetzt erst einmal aus, wenn ich das Ganze nach rechts und links drehe, ob sich das mit dem Kabel ausgeht. Wenn es sich nicht ausgeht, ziehe ich ein kleines bisschen Kabel nach. Das kann man normalerweise hier noch durchziehen. Da ist noch etwas Zusatzkabel sozusagen. Ja. Dann drehe ich hier vorne, schaue ich, ob dieser Ring hier, der ist aufgeschraubt, ob der gut fest ist. Ich kann eventuell auch noch ein kleines bisschen, dass es nicht sich bewegt und auch nicht lockert, ein bisschen Schraubenkleber drunter geben und auch in diese Rille, ja, dass das halt dann schön fest wird. Als nächstes, bevor das noch montiert ist, schaue ich, dass da unten diese Montageplatte, diese L-förmige, dass die gut festgeschraubt ist. Ja, und sollte schon der Fall sein, dass die sich nicht hin und her bewegt, aber sonst wackelt das Licht nachher. Dass das halt gut mit einem Kreuzschraubenzieher, dass das gut festgeschraubt ist. Und dann würde ich das hier mit dieser schwarz-silbernen Beilagscheibe drunter und der Schraube, das sollte schon hier vorab drin stecken. Ja, das muss ich jetzt rausschrauben, dann das Ganze drauf und wieder reinschrauben. Dann mit einem 4er Innen-Sechskantschlüssel gut festschrauben. Nicht extrem, sondern so, dass es halt gut hält und sich nicht mehr einfach so bewegen lässt. Aber wenn ich es zu fest probiere, könnte ich rein theoretisch auch diesen Schrauben durchdrehen und das Gewinde ausreißen. Weil es ist halt Aluminium, in das wir hier schrauben. Dann, und das ist optional, ich mache das normalerweise, würde ich das Licht festnehmen und ein kleines bisschen nach vorbiegen. Wie sehr müsste ich mir am besten eigentlich ansehen, wenn ich auf der Straße bin und wenn es dunkel ist, weil ansonsten ist es so, dass das Licht, das hat so einen Lichtkegel und das blendet die Leute dann durchaus, wenn das nach oben schaut. Und standardmäßig ist das so geformt, dass das leicht nach oben geht. Und das würde die Leute sehr blenden. Ich hätte den Hauptlichtkegel lieber gern auf der Straße und die Leute etwas weniger geblendet. Das muss man sich individuell anschauen und an die Gegebenheiten anpassen. Wenn ich viel Offroad fahre, kann das durchaus recht gerade sein. Wenn ich viel in der Stadt unterwegs bin, würde ich es eventuell ein kleines bisschen mehr nach unten schauen lassen, um weniger die Leute zu blenden. Als nächstes sollte ich überprüfen, wie es mit dem Reifendruck bestellt ist. Es kann sein, dass die durchaus schon gut aufgepumpt ankommen. Sehr wahrscheinlich allerdings ist es so, dass da nur ein kleines bisschen Luft drin ist oder eventuell auch gar keine. Und so sollte man dann nicht fahren. Ich suche das Ventil, ja, das sind typische 90 Grad Ventile, also 10 x 2,5 Zoll Schläuche und 90 Grad Ventil. Schraube das dann auf. Ich habe hier meine kleine Luftpumpe. Es geht genauso mit allen möglichen elektrischen Luftpumpen. Es geht mit einem Kompressor von der Tankstelle oder was auch immer. Ja. Alles, was man hat, geht. Ich muss nur schauen, dass wirklich gut Luft drin ist. Besser mehr als weniger, ja, einpumpen. Im Zweifelsfall, ansonsten würde ich normal je nach Fahrergewicht 2,5 bis 3,5 Bar nehmen. Es sollte hier auch vermerkt sein, hier steht was, 50 PSI. Die Erfahrung zeigt, dass bei E-Scootern mehr Reifendruck besser ist, gerade dann, wenn man Schläuche verwendet. Und zu wenig Reifendruck führt dazu, dass man vorzeitigen Verschleiß hat von den Schläuchen und öfter Platten. Ja, also mehr Reifendruck ist in dem Fall vorteilhafter. Als nächstes kommen die Bremsen dran. Ich würde als erstes einmal schauen mit einem 4er Innen-Sechskant, ob diese Schrauben für die Halterung fest sind. Auf der Rückseite ist eine Mutter, mit der das Ganze festgeschraubt wird. Leider kommt man zu der nicht sonderlich gut hin. Ja, also für die rückseitige Mutter bräuchte ich einen 8er Gabelschlüssel oder Ringschlüssel. Und das funktioniert nur, wenn alles hier drüber runtergenommen wird. Ja, das heißt, für den Fall, dass ich irgendwann mal so weit bin und hier Wartungsarbeiten vornehme, kann ich das Ganze auch dann und das Rad nicht drauf ist, ja, dann komme ich dann nach hinten und kann das besser festziehen. Also für den Fall, dass es halbwegs fest ist, reicht es. Man muss es nicht 100%ig fest haben. Man merkt wenn es sich nicht bewegt, das ist okay. Aber damit wird man das festziehen.
Als nächstes brauche ich dann hier einen 5er Innensechskant für diese Schrauben. Die müssen auch gut fest sein. Ja. Die halten diesen Adapter mit dem Adapter vom Arm auf den Bremsscheibenadapter, ja, oder Bremsenadapter. Und dann hier drauf ist dann die eigentliche Bremse. Die ist auch wieder mit einem 5er Innensechskant festzuziehen. Das sollte schon fest sein. Und was ich ausprobieren muss, ist, dreht sich das Rad gut durch, sehe ich auf beiden Seiten von der Bremsscheibe einen gleichmäßigen Spalt gegenüber den Bremsbacken. Das ist in meinem Fall der Fall, also den wir bekommen haben, den Blade E-Scooter. Bei dem habe ich hier mit den Bremsen gar keine Probleme gehabt. Das ist allerdings, ich sage mal, ein kleines bisschen Glückssache, weil wenn für den Fall, dass beim Transporter irgendwas ankommt, ist die Bremsscheibe eventuell verbogen oder es kann auch sein, dass die das einfach nicht gut im Werk einstellen. Wenn er von einem professionellen Shop verkauft wird, schauen sich die das hoffentlich vorher an und stellen es schon passend ein, wenn es nicht schon ist. Aber hier ist es ganz okay. Und für den Fall, dass die Bremsscheibe verbogen ist und man sieht, dass sich die hin und her bewegt, also seitlich hin und her bewegt, Bremsscheibenrichtwerkzeug, schauen, wo das ist, ja, merken und dann dort ein kleines bisschen in die Richtung biegen, damit es wieder gerader wird. Das sollte reichen. Ja, die Bremsscheiben, die hier verwendet sind 140 mm im Durchmesser. Ist ein Standard für E-Scooter, für Fahrräder werden typischerweise etwas größere verwendet. Und diese Bremsscheiben sind vollkommen okay. Es sind nicht die schlechtesten Bremsscheiben, die ich jemals gesehen habe. Es sind nicht die besten. Es bringt allerdings von der technischen Seite her nicht viel, die gegen andere zu wechseln, muss man auch gleich dazu sagen. Größere gehen sich nicht richtig aus, weil man könnte hier zwar einen größeren Adapter hingeben, man würde dann aber mit der Bremse hier an den Reifen ankommen. Also mit diesem Reifen kann ich nicht mehr wirklich großartig größere Bremsscheiben montieren. Wenn ich oben dann den Bremshebel ziehe, sollte das Ganze ein sattes Bremsgefühl geben und dass ich das Gefühl habe, es läuft locker durch, ja, und wenn ich bremse, geht es gut, ohne dass es irgendwie locker oder so schwammig ist. Wenn das schwammig ist, ist normalerweise Luft drinnen. Dafür gibt es genug eigene Videos, wie man Bremsscheiben entlüftet. Auf Englisch heißt es bleed the brakes, ja, dann ausbluten lassen. Oder einfach nachfüllen, wenn dann irgendwo ein kleines Luftbläschen ist. Wenn man das nicht selber kann, würde ich das entweder man schaut sich das an oder man geht einfach zu einem Fahrradladen und die können. Also jedes Fahrradgeschäft oder jeder Fahrradshop kann normalerweise Bremsen entlüften, hydraulische. Für die Federung, ja, hier habe ich die hydraulische Federung, 165 mm lang. Gibt es auch andere Alternativen, was wir extra mal besprechen werden. Und hier brauche ich dann einen 50 mm messenden Hakenschlüssel. Ich kann das auch mit einer Wasserrohrzange oder mit verschiedenen anderen Sachen eventuell drehen. Allerdings, wenn ich ein anderes Werkzeug verwende, reibe ich dann hier diese Aluminiummutter, die so ausschaut wie ein Zahnrad, reibe ich das sehr stark auf. Es funktioniert, aber man ruiniert das normalerweise. Und mit diesem Hakenschlüssel mache ich halt verhältnismäßig sehr viel weniger Schaden. Da hake ich hier ein. Ja, und drehe dann, oftmals muss man es in sehr vielen kleinen Schritten drehen, also immer ein kleines bisschen weiter drehen. Im Uhrzeigersinn macht die Federung härter, gegen den Uhrzeigersinn macht die Federung weicher. Es muss immer ein kleines bisschen Spannung drauf sein. Das heißt, was ich nicht machen kann, ist, dass ich die so weit raufschraube, hier diese Mutter, also nach oben, gegen den Uhrzeigersinn, dass es unten locker ist und die Feder sich bewegt. Es muss immer ein gewisses Mindestmaß an Federvorspannung vorhanden sein, damit sich das dann nicht weiter lockern kann und einfach auseinandergeht. Ja, also das heißt, ganz, ganz locker darf ich es nicht machen, aber ich kann es bis zu einem gewissen Grad anpassen. Für sehr viele Personen von 70 bis 110 Kilo könnte das durchaus passen. Das ist dann eher Geschmackssache, möchte ich es eher etwas härter oder etwas weicher. Aber für mich genauso wie für meinen Vater, und der wiegt 20 Kilogramm mehr, also 80 Kilo, 100 Kilo, hat das von vornherein schon sehr, sehr gut gepasst und ich hätte jetzt keine Bedenken oder keine Probleme damit. Für mich könnte ich zum Beispiel, die Standardeinstellung ist relativ straff, ja, aber sehr gutes Gefühl. Ich könnte es noch ein bisschen weicher machen. Für meinen Vater passt es perfekt. Mit 120 Kilo müsste man es wahrscheinlich ein kleines bisschen straffer einstellen für das richtig gute Fahrgefühl. Jetzt wäre es an der Zeit, die ganzen restlichen Schrauben, alle, die ich finde, festzuziehen. Es sind viele, die Deckschrauben zum Beispiel sind mit einem Dreier
Inbusschlüssel. Mit einem 4er Schrauben sind viele auf der Seite und etwas größere. Und dann gibt es noch ganz viele große, hier zum Beispiel, die ich mit einem 5er festziehen muss. Vorsicht, immer zuerst schauen, sind die Schrauben nicht ohnehin schon fest. Für den Fall, dass die schon halbwegs fest sind, beispielsweise hier bei der Federung sollte das sein, ja, oder hier auf der Seite oder da, ja. Wenn die schon fest sind, nicht erzwingen, sie noch fester zu ziehen, weil dann ist sehr wahrscheinlich schon Schraubenkleber drauf. Und wenn der Schraubenkleber drauf ist und ich die noch fester ziehe und ich kann alle davon mit etwas Gewalt noch fester ziehen, breche ich den Schraubenkleber und dann lösen sie sich wieder, obwohl sie sich sonst niemals gelöst hätten. Ja, das heißt, vorsichtig probieren. Für den Fall, dass ich mit leichtem Druck das Ganze ein bisschen fester schrauben kann, weiß ich, da ist kein Schraubenkleber drauf. Dann kann man auch überlegen, ob man es nicht gleich rausdreht und Schraubenkleber drauf gibt, ja, nicht vergessen. Und ansonsten einfach festschrauben. Die Deckschrauben oben würde ich persönlich nur mit der Hand und ohne Schraubenkleber festschrauben, weil da wird man eventuell wieder reinschauen wollen. Ja. Und es kann auch von vornherein schon passen. Ja. Das ist für den Fall, dass ich sage, die sind eh schon ganz okay. Ja. Man muss es nicht übertreiben, darunter ist eine Gummidichtung, das heißt, ich kann auch das immer etwas fester schrauben, dann drückt es den Gummi auseinander, dann ist allerdings die Dichtung weniger dicht. Das heißt, das macht es nicht besser. Diese Schrauben zum Beispiel sollten sehr fest sein. Die mittelmäßig, da reicht es, wenn man den Lenker nicht verdrehen kann und ein bisschen fester als das. Ja. Hier ist eine Verschraubung für die Höhenverstellung. Also das ist mit der Hand zu schrauben. Das heißt, ich mache das Ganze auf, drehe es etwas fester, hier diese Mutter, die auf der anderen Seite drauf ist, und dann mache ich es zu. Es sollte gerade noch gut zugehen, ohne dass es aber weder leicht und sich dann noch irgendwie bewegen, und es sollte sich da auch nicht wackeln. Aber ich muss es auch nicht extrem fest, wenn ich 2 Daumen brauche, um das überhaupt zuzubekommen, ist es zu fest. Auch wenn man es normal macht, ist es so, dass da vorne der Schrauben, der hier drinnen ist, sich leicht verbiegt eventuell. Das ist normal, das ist so, aber ich muss es nicht übertreiben oder da irgendwas abreißen probieren. Ja. Das kann gut fest sein. Das hier muss fest sein, ja, also diese Klemme vorne hier, ja, also die darf durchaus festgeschraubt sein, und da kann es auch sein, dass ich hier festdrehen muss. Und ich habe das vorher schon passend gemacht, jetzt habe ich es eventuell etwas zu eng. Ja. Also die kann man durchaus mit 2 Daumen, 2 Fingern fest zusammendrücken müssen. Ja. Dann mache ich die zweite auf der zweiten Seite, also auf der Unterseite dann auch zu. Auch die sollte dann immer noch etwas fest sein. Für den Fall, dass ich, wenn ich später mal aufmachen möchte, ich zeige euch das mal, ist hier, wenn ich das jetzt aufmache und kann diese Klemme dann trotzdem nicht lösen oder raufziehen. Ja. Es kann sein, dass die einfach von vornherein eng zusammendrückt, das Aluminium, das hier ist. Dann ist hier ein Schrauben, und den kann ich reindrehen, wenn ich das geöffnet habe. Ja, also ich mache das jetzt wieder auf. Und sagen wir mal, ich kann jetzt das funktioniert, aber wenn ich jetzt das trotzdem, obwohl ich das löse und das beides locker ist, ja, kann ich trotzdem diese Klemme und hier ein bisschen nach vor bewegen. Ich kann das trotzdem nicht nach oben ziehen. Ja. Geht nicht, weil es hier noch fest zusammenklemmt. Ja. Dann habe ich hier in der Mitte eine Madenschraube, die ich hineindrehen kann, und die drückt das dann etwas auseinander. 1 Millimeter reicht, ja, und dann kann ich diese Klemme hier nach oben ziehen. Ja, für den Fall, dass sich die verklemmt hat und sich nicht öffnen lässt. Allermeistens braucht man es nicht, und darum sollte man den Schrauben dann, wenn das ohnehin funktioniert und wenn man es ohnehin öffnen kann, den Schrauben hier rausnehmen, weil sonst fällt der ohnehin einfach nur raus. Also der hat keine weitere Funktion. Was es dann noch gibt, dazu muss ich dann den Schrauben ein bisschen rausdrehen, dass ich da hinkomme. Ich bekomme mitgeliefert einen kleinen Zylinderkopf, Sechskantschrauben M5, und den kann ich hier in ein kleines Loch hineinschrauben. Ja, damit ich dorthin komme, brauche ich entsprechend einen Inbusschlüssel, damit ich da überhaupt mal so weit reinkomme. Halte ihn da rein, drehe ihn rein, und wenn ich den festschraube, kann ich, auch wenn diese Klemme geöffnet ist, den Scooter nicht mehr falten, und es wird dadurch noch etwas zusätzlich zu dieser Klemme gehalten und noch etwas stabiler. Bei früheren Versionen hat das einen gewissen Unterschied gemacht, dass es einfach ein bisschen stabiler ist. Hier in diesem Fall muss ich sagen, dass der Lenker vom Scooter, wenn ich das jetzt festschraube, bei diesem Blade 10, den wir jetzt hier haben, fest genug ist und ich keinen Bedarf gesehen habe, diese Schraube zu verwenden. Wenn man allerdings ohnehin sagt, ich falte das so gut wie nie, ja, ich fahre immer von daheim weg
und komme dann wieder irgendwann in einer Garage an oder im Büro, wo ich den Scooter einfach aufgeklappt stehen lasse, dann diese Schraube rein, das gibt noch etwas zusätzliche Sicherheit und etwas zusätzliche Festigkeit. Nicht vergessen, für Österreich, Deutschland, wo auch immer, ja, man braucht Reflektoren. Einfach aus rechtlicher Sicht. Ja. Und es ist praktischer gesehen zu werden, muss man jetzt ganz offen sagen. Der Scooter hat aktive Lichter nach vorne, hinten und auf die Seite und wird gut gesehen, aber es ist notwendig. Hier hinten haben wir beispielsweise unsere Rückreflektoren aufgeklebt. Seitlich gibt es viele verschiedene gute Plätze. Hier auf der Seite, wo ohnehin etwas Platz ist, da hinten kann man sich aussuchen. Für vorne weiß bietet sich an, in dem Fall haben wir es halt hierher geklebt, ja, aber man kann auch hier zum Beispiel einen Streifen drauf machen. Ich habe das in meinem Fall freigelassen, weil ich hier gerne noch einen aktiven Lichtstreifen anbringen möchte für etwas mehr Sichtbarkeit. Aber hier wäre ansonsten ein guter Platz für einen Reflektor. Als nächstes den Scooter aufladen, ja, also Netzgerät zusammenstecken, in die Steckdose zuerst, ja, also zuerst den Stecker in die Steckdose. Dann schaue ich habe hier eine kleine Ausnehmung, ja, und die Pins sind nummeriert. Und diese Ausnehmung muss ich dann auf einen von den beiden Ladeports, ja, das sind beide grundsätzlich gleich gut, die sind innen auch miteinander verbunden, muss ich hier das dann anstecken. Ich werde es jetzt nicht reinstecken, das wird jetzt einen Funken ergeben, weil ich das Netzgerät jetzt nicht zuerst an den Strom gesteckt habe. Da drin ist ein mittelgroßer Kondensator und hier drin ist ein riesiger Akku und dieser Akku würde dann diesen Kondensator extrem schnell laden und das gibt einen großen Funken. Das wollen wir nicht, darum müssen wir unbedingt immer zuerst das Netzgerät in die Steckdose stecken. Ich mache das jetzt mal auf, zeige euch das. Den Funken zeige ich euch nicht, dafür gibt es ein eigenes Video. Ich möchte jetzt hier das Netzgerät nicht ruinieren. Das verbrennt nämlich dann die Pins. Ja, also das ist ein Grund, warum ich das nicht machen würde, weil man dann die Pins beschädigt. So, wenn ich das jetzt angesteckt habe, gibt es hier ein grünes Licht. Grünes Licht heißt, das Netzgerät lädt gerade nicht oder, wenn es angesteckt ist, nur mehr sehr, sehr langsam. Für den Fall, dass das Laden schon fast beendet ist, ist es auch grün. Und ganz am Anfang, ganz wichtig, würde ich sehr, sehr dringend empfehlen, die Verlockung ist groß, sich einfach auf den Scooter zu stellen und einmal eine kleine Runde zu fahren, wenn man bekommt. Bitte als erstes aufladen. Ja. Aufladen, das heißt schauen, dass es hier grün leuchtet zuerst, dann schauen, dass hier diese kleine Zusatzerhebung in die Ausnehmung passt. Das ist bei beiden Ports eventuell ein bisschen anders. Ja. Das muss man sich wirklich individuell anschauen und sich am besten merken, weil die nämlich rein gedreht werden und das Drehen endet eventuell in einem bisschen anderen Winkel. Und dann muss ich das passend dazu, ich lege immer den Finger da drauf, ja, dass ich weiß, dass es dort ist, reinstecken und dann wird es rot. Ja. Rot heißt, das Ladegerät lädt. Und das wird dann, wenn der Scooter entsprechend voll ist oder fast voll ist, grün. So, beim ersten Mal zumindest, und dann würde ich empfehlen, so rund alle 10 Mal aufladen, mindestens, lässt man dann den Scooter warten, bis es grün wird und lädt dann noch 3 weitere Stunden auf. Und diese 3 weiteren Stunden sind meine Erfahrung nach die Zeit, die es braucht, um dann das allerletzte bisschen aufzuladen und die Zellen auszubalancieren, die im Scooter drin sind. Ja. Also die Akkuzellen sind eventuell, haben die dann ein kleines bisschen unterschiedlich Ladungszustand. Und diese Unterschiede werden dann ganz am Ende, wenn der Scooter schon fast voll ist, noch ausgeglichen. Ja. Und aus dem Grund ist es wichtig, nicht, wenn das Lamperl erlöscht, ja, dann wird nämlich immer noch geladen, sondern nur noch ganz langsam, dann nicht abzustecken, sondern noch ein bisschen zu warten. Das muss man bei weitem nicht jedes Mal machen, aber gerade am Anfang würde ich das ganz dringend empfehlen. Es ist hier übrigens bei dem Scooter vollkommen egal, ob ich mit einem oder mit 2 Standard-Ladegeräten lade, ja, also mit 2 oder mit 4 Ampere. Beides ist für das Gerät noch nicht ein sonderlich anstrengendes oder schnelles Laden. Ja, also wenn ich dann mit einem Schnellladegerät und ein normales, ist es schon sehr schnell, also so 5 Ampere plus 2 Ampere, also 7 Ampere laden ist dann schon relativ viel. Das würde ich nur machen, wenn ich es wirklich muss. Aber ob ich jetzt mit einem oder mit 2 Ampere Ladegeräten lade, macht faktisch keinen Unterschied.
Nicht vergessen, dann, wenn man fertig ist und das alles gemacht hat, die Kappen auch wieder drauf zu tun. Es sind hier Gummikappen. Es gibt alternativ auch Schraubkappen, zum Beispiel metallische. Dann muss man allerdings aufpassen mit den metallischen Kappen. Ungefähr jeder Dritte, der sich die kauft, kommt dann mit den Metallkontakten dann auf diese Kontakte da drinnen und er erzeugt einen Kurzschluss, was nicht sonderlich lustig ist. Da muss man nicht diesen Ladeport austauschen. Der Akku wird dadurch nicht notwendigerweise kaputt. Es ist drin auch noch eine Sicherung in dem Ladekabel, ja, eine 5 Ampere Sicherung. Aber die Sicherung fliegt und normalerweise verbrennt man sich hier diese Pins und muss dann einfach dieses Ding halt rausschrauben, innen abstecken, rausschrauben und dann wieder neu reinschrauben, ein Ersatzteil. Also besser hier aufpassen und wieder zumachen. Alternativ gibt es 3D gedruckt. Ich habe allerdings jetzt keine Quelle gefunden, wo man das kaufen kann. Auch Plastikaufschraubkappen, die dann nicht verloren gehen so leicht oder nicht so leicht einfach runtergehen können. Allerdings, ja, ich weiß noch nicht genau, wo man die am allerbesten bekommt. Und die hier funktionieren gut genug, solange man nicht vergisst, sie immer wieder auch mal zuzumachen. Als letztes sei noch erwähnt, diese Muttern hier, ja, brauchen hier einen 18er Gabelschlüssel oder Stecknuss und hier einen 19er, vorne und hinten jeweils. Die sollten schon fest sein und im Normalfall kann man die mit einem Gabelschlüssel, mit einem kleinen, ja, gar nicht mehr fester drehen. Ihr könnt es gerne probieren. Sie sollten, wie gesagt, sie sollten fest sein. Wenn nicht, mit Schraubenkleber und dann festschrauben. Mit dem Ding hier kann ich sie auf jeden Fall auf- oder zudrehen. Ich würde dann aber den Schraubenkleber brechen und das sollte im Normalfall gar nicht erst notwendig sein. Also bitte nur aufschrauben und Schraubenkleber drauf, wenn man merkt, dass die irgendwie lose oder nicht ganz gut befestigt sind. Was ich euch noch dringend empfehle, und das ist jetzt der Abschluss dazu, fahrt ein bisschen, schaut euch das alles an, ja, stellt dann noch die Settings ein, wie ihr das Ganze haben möchtet, wenn man das Ganze ein bisschen schärfer oder etwas sanfter einstellen möchte. Dazu gibt es ein eigenes Video, das wir bald veröffentlichen werden. Und dann, wenn man etwas gefahren ist, ja, nach ein paar Kilometer und dann vielleicht nochmal nach 100, 200 Kilometer, dann noch einmal die Schrauben checken, ob welche sich gelockert haben. Und wenn sich dann Schrauben lockern, dann mit Schraubenkleber fixieren und nochmal reinschrauben. Und dann hat man normalerweise alles. Also es braucht immer ein bisschen, bis sich das setzt und bis sich zeigt, wo noch was locker ist, das dann nochmal festmachen. Dann vielen Dank und ich wünsche euch viel Spaß beim Fahren mit dem Blade 10 E-Scooter.